In den Kommentaren habt ihr euch ganz oft ein Brot mit Roggenmehl gewünscht. Deshalb zeige ich euch in diesem Video, wie ich dieses leckere Landbrot gebacken habe. Also schaut euch das Video bis zum Ende an. Als erstes nehme ich 350 Gramm Weizenmehl 1050. Und hier habe ich 150 Gramm Roggenmehl Typ L50. Darauf gebe ich 1,5 Teelöffel Salz, das sind ungefähr 8 Gramm. Und das vermische ich jetzt erstmal miteinander. Ich habe hier 310 Milliliter lauwarmes Wasser. Und darauf gebe ich 2 Teelöffel Trockenhefe. Ich rühre das einfach nur ein. Und wenn sich die Hefe aufgelöst hat, kippe ich das sofort auf mein Mehl. Das verrühre ich jetzt erstmal mit einem Holzlöffel und den Rest verknete ich von Hand. Ich lege meinen Teig jetzt zurück in meine Schüssel und decke das mit Frischhaltefolie ab. Ihr könnt auch einen Topfdeckel nehmen oder was Ähnliches. Achtet nur darauf, dass euch der Teig nicht austrocknet. Ich stelle das Ganze jetzt an einen warmen Ort und lasse den Teig für etwa eine Stunde gehen. Mein Ofen hat eine Gärfunktion. Da kommt der Teig jetzt rein. Wenn ihr das nicht habt, könnt ihr euren Ofen auf ungefähr 40 Grad stellen und den Teig dann da gehen lassen. Achtet nur darauf, dass der Ofen nicht zu warm wird. Mein Teig ist schön aufgegangen. Ich streue ein bisschen Mehl auf die Arbeitsplatte und stürze den Teig darauf. Den Teig knete ich nochmal durch. Nochmal zu einer Kugel formen, in die Schüssel und lasse meinen Teig jetzt nochmal 20 Minuten ruhen. Mein Teig ist jetzt nochmal schön aufgegangen. Ich nehme nochmal ein ganz kleines bisschen Mehl und hole den Teig raus. Ich knete den noch mal ganz kurz durch, so mit dem Handballen von außen nach innen. Ich forme den Teig noch mal zu einer Kugel. Ich lege ein Backblech mit Backpapier aus, da gebe ich den Teig drauf. Ich streue noch ein bisschen Mehl auf die Oberfläche. Decke den Teig zu und lasse den nochmal für ungefähr 15 Minuten gehen. In der Zwischenzeit heize ich dann meinen Backofen vor auf 200 Grad Ober-Unterhitze. Mein Ofen ist vorgeheizt und ich schneide das Brot eben ein. Einfach nur so ein kleines bisschen. Ich streue noch mal ein kleines bisschen Mehl oben drauf. Ups, das war zu viel. Ich backe das Brot jetzt erstmal für 20 Minuten auf 200 Grad und dann für ungefähr 20, 25 Minuten auf 180 Grad.
Mein Brot ist fertig. Ich lasse das draußen auskühlen. Und damit da keine Tiere dran gehen, keine Fliegen, decke ich das eben ab. Das Brot ist abgekühlt und jetzt schaut mal bitte, wie toll das aussieht, wie schön das aufgegangen ist. Ich zeige euch jetzt, wie das von innen aussieht. Boah, schaut mal, wie schön. Ein richtig tolles, leckeres Roggenmischbrot. Von außen richtig knusprig. Schön aufgegangen. Ja, und ganz schön weich von innen. Oh, hört ihr das? Ja, ich möchte das jetzt nicht zu sehr zerdrücken. Ja, ihr Lieben, ihr habt es euch gewünscht. Bitte schön, ein richtig leckeres Roggenmischbrot. Ich wünsche euch wirklich viel Spaß beim Nachbacken und ich verspreche euch, das wird euch richtig gut schmecken. Wir sehen uns dann im nächsten Video und bis dahin schreibt mir fleißig in die Kommentare, was ihr euch als nächstes wünscht.